Ihr habt nicht so viel Zeit und einen Fulltime-Job, wollt aber in der gegebenen Zeit das Beste rausholen und möglichst gut in Warzone werden? Dann seid ihr hier genau richtig. In unserem Discord kannst du nach einem Coaching fragen, so auch der liebe Karim. Und dieses Coaching möchte ich heute mit euch zusammen durchgehen und die wertvollen Tipps an euch da draußen weitergeben. Also, let's go! Damit legen wir los. Der liebe Karim hat dieses Gameplay hochgeladen, nachdem er bei uns im Discord nach einem Coaching gefragt hat. Also wenn ihr da Interesse dran habt und euch verbessern wollt und vielleicht mal so ein bisschen so einen Einfluss von außen sucht, kommt gerne in den Discord und fragt danach. Und was der Karim hier auch schon macht, der hat das sogar schon zuvor gemacht, er markiert sich immer den Spot, wo er landet, auch wenn er solo ist. Das ist absolut empfehlenswert, weil so sieht man so die Distanz und kann den optimalen Zeitpunkt nehmen zum Abspringen. Man sagt ja so um die 380 Meter, was er ja auch macht. Und was er jetzt auch macht, immer schön gucken, was hat man für eine Pistole, wichtig. Und er zieht kurz den Fallschirm, völlig legitim, das mache ich auch oft, um zu gucken, ob jemand mitlandet. Aber hier scheint er alleine zu sein und seine Taktik ist immer, hat er mir auch erklärt, er will so schnell wie möglich einen Lodi kriegen, findet hier immer diese Schlüsselkarte, nimmt das Quad und fährt jetzt rüber zu Stronghold, um das da einzulösen und seinen Lodi zu ziehen. Absolut gute Taktik, aber ich habe doch was auszusetzen, denn als Anfänger und Fortgeschrittener eigentlich immer sollte man versuchen, gerade wenn man wenig Zeit hat, wie eingangs schon erwähnt, wenn man einen Fulltime-Job hat, man sollte die Zeit so gut es geht nutzen, gerade in Wiederauferstehung, also jede Konfrontation suchen. Wenn man stirbt, kommt man ja wieder. Gleich mehr dazu. Jetzt findet er hier die SIP und hört sofort Steps, wichtig. Und jetzt achtet mal drauf, er läuft an dieser Waffe, beim Reingehen und Rausgehen ist er zweimal an dieser Waffe vorbeigelaufen. Das wäre also der nächste Tipp, versucht nicht so einen Tunnelblick zu haben, sondern einen Weitblick. Gerade jetzt, er hat ja noch keine vernünftige Waffe, die Piste ist so lala, aber die PPSH in lila ist auf jeden Fall deutlich besser, läuft aber dran vorbei. Will natürlich jetzt hier noch schnell sein Lodi ziehen, damit er den auf jeden Fall schon mal hat. Das war sehr gut, falls er down gehen sollte. Versucht jetzt hier den Fight zu suchen, findet ihn nicht. Geht jetzt hier über die SIP auf High Ground, absolut guter Move, hat einen Überblick von oben, kann ein bisschen schauen, wo er ist. Und kann jetzt zu seinem Lodi gehen, sich den Lodi ziehen und dann womöglich den Zweikampf suchen. Also, in Wiederauferstehung, ganz wichtig, ihr müsst sterben, sterben, sterben. Ja, also ganz am Anfang am besten in Hot Areas landen, jede Konfrontation suchen. Wenn das nicht klappt und ihr dann down geht, dann könnt ihr immer noch ein bisschen weiter abseits landen, euch regainen, Informationen holen und wieder pushen. So lange, bis die Wiederauferstehung beendet ist. Nur durch Konfrontationen werdet ihr besser. Jeder Boxer wird nicht besser durch Schattenboxen. Man muss boxen. Kann ihn hier holen. Hat natürlich sein Lodi, ist auch im Vorteil, der Spieler aber auch noch nicht so erfahren. Was mir aber hier auffällt ist, das habe ich ihm auch im Coaching gesagt, er muss auch mehr moven, während er schießt, ist das eine. Und er geht immer erst ins Aim-Down-Side und schießt dann. Das wird euch in dem kompletten Coaching jetzt auffallen. Das ist auch etwas, ich habe ihn empfohlen, versuch mehr zu moven, versuch auch im Gunfight zu slide-canceln, zu dropshotten, einfach das Movement mit einzubauen. Das heißt, in den Gegner rein oder in die Richtung sliden, aus der Hüfte anfangen zu schießen, die First Shots hitten und dann ins Aim-Down-Side drehen. Und wenn ihr dann den aus dem Fokus verliert, aus dem Aim-Down-Side wieder raus, ihn wieder suchen und wieder in den Aim-Down-Side rein. Man kennt das bei fortgeschrittenen Spielern, das sieht immer so aus. Waffe runter, Waffe hoch, Waffe runter, Waffe hoch. Also auch ein Tipp, den ich hier gerne mitgebe. Jetzt springe ich nochmal ganz kurz zurück zu dem Punkt, wo er sein Lodi holt. Weil da möchte ich euch was zeigen und zwar drücke ich jetzt auf Pause. Okay, wir sehen die Waffen, das ist okay, aber die Waffen haben auch eher unübliche Aufsätze. Ich vermute mal, das sieht auch wie nach einem Bundle aus, was er sich hier gekauft hat. Das ist etwas, das würde ich nicht unbedingt empfehlen. Spielt die Meta-Waffen, googelt nach den aktuellen Meta und testet das unbedingt aus. Das ist nicht ohne Grund eine Meta, das sind meistens Waffen mit dem geringsten Rückstoß, besten Movement Speed. Und das gleiche gilt natürlich für die taktische Ausrüstung. Gasgranaten und Aufschlaggranaten kann man machen. Ich würde trotzdem eher einen Stim empfehlen und Aufschlaggranaten oder Smokes und Aufschlaggranaten. Und natürlich bei den Perks. Auch die Perks hier sehen mir ein bisschen willkürlich aus. Vielleicht, oder ziemlich sicher hat er sich was dabei gedacht. Aber zum Beispiel Tracker, also dass wenn du einen beschießt, dass er so rot umrandet wird, ist ein sehr gutes Perk. Oder eben Tempered, dass du nur 2 Platten ziehen musst. Und auch Survivor. Also
Falls ihr da Fragen habt, kommt gerne in unseren Discord. Ich will da nicht zu vertieft drauf eingehen, aber achtet einfach drauf, dass ihr die Meta spielt. Testet das erst einmal aus. So, und hier sind wir wieder zurück. Was jetzt, weil es in so einer Situation Thema ist, man sollte immer das Geld beobachten. Wie viel Geld hat man? Kann man sich eine Drohne oder ähnliches besorgen? Und kann man ja Informationen kriegen. Hier ist es auch schön, was er ja gemacht hat. Das haben wir, glaube ich, gar nicht richtig mitbekommen. Er hat das auch genau richtig gemacht. Er hat sich eine Drohne gekauft und geht jetzt auf die Zipline. Problem an der Sache ist, was ich hier auszusetzen habe, ist, er sieht auf dem Radar, also in dem Umkreis, was er zumindest sieht, gar nicht, wo die Gegner sind. Die sind alle oben am Rand, das heißt irgendwo, was die Bindikarte nicht anzeigen kann. Also öffnet eure große Map und schaut mal, wo die Leute sind. Weil was er jetzt macht, hat wieder so einen kleinen Nachteil, auch wenn es funktioniert. Er fliegt jetzt erstmal rüber, sieht jetzt, ich muss mir die ausnehmen, sieht hier einen roten Punkt und sieht hier einen roten Punkt und entscheidet sich jetzt ungefähr hier rüber zu Green zu gehen. So, und jetzt zieht er einen Fallschirm und jetzt ist er ein Opfer in der Luft. Also, je nachdem, ob die Spieler es jetzt mitkriegen in Green zum Beispiel, könnt ihr jetzt ans Fenster gehen und ihn aus der Luft lasern. Das passiert nicht, er hat Glück. Aber, was ich damit sagen will, ist, reduziert die Zeit in der Luft immer auf ein Minimum. Er hätte vorher ein Stück weiter, er hatte die Information, er hat das Radar, das war sehr gut. Er hätte aber ein Stück weit besser planen müssen, indem er einmal die große Minimap öffnet und sich dann entscheidet, wo er hin will. Hier übrigens schön gemacht, hat ruhig gespielt, ist im Visier gelaufen, um keine großen Steps zu machen und hat ihn damit überraschen können, sich ein Stück weit einen Vorteil verschafft und den Gegner geholt. Aber wie gesagt, er hatte die Information, nur bei der Planung hat es dann ein Stück weit, ja, gab es dann vielleicht etwas auszusetzen, auch nur eine sehr Kleinigkeit. Und bei der Umsetzung hat er es eigentlich dann wieder gut gemacht. Und jetzt hat er 3000 Dollar. Er könnte sich jetzt ein tragbares Radar holen und sich dann auf den Weg zum Bounty machen beispielsweise, um den Gegner zu fighten. Stichwort möglichst viel Konfrontation suchen. Aber hier kommt der nächste Punkt. Wir sehen auf dem Radar einen weiteren roten Punkt mit einem Pfeil nach unten. Das heißt, er ist in dem Bereich der Zelte unter ihm. Klar, er ist ja auf dem Dach gerade. Das merkt er in diesem Moment, glaube ich, noch nicht. Er versucht jetzt zu planen und wird, ich glaube, jetzt sieht er es noch nicht mal auf dem Radar, sondern unten physisch sieht er den Gegner und kann ihn knocken, springt jetzt hin, um ihn zu finishen. Nächster Tipp, das hat, was er hier nicht befolgt hat, versucht alle 3 bis 5 Sekunden aufs Radar zu schauen, dann hätte er den Gegner schon früher gesehen. Tut hier jetzt endlich nichts zur Sache in dem Fall, aber versucht einfach, und das ist extrem wichtig, das sage ich in jedem Video, aufs Radar gucken. Im Radar stecken die Informationen, die ihr braucht, um euren nächsten Schachzug zu planen und ihn dann umzusetzen. Jetzt ist er hier am Rand der Zone und jetzt müsste euch was auffallen. Er geht sogar jetzt noch hin und macht diesen Augenscanner, um noch mehr Geld zu kriegen. Ja, genau, er hat einen Haufen Geld jetzt, 12.000 Dollar. Das heißt, er könnte jetzt schon an dem Shop hinten sich beispielsweise eine Drohne kaufen, die ziehen und eine Zip und dann auf den nächsten gehen. Oder er kauft sich eine Drohne, zieht die und kauft sich noch eine Drohne. Jetzt ist es so wieder so ein bisschen das Thema, ja, Zeitverschwendung ist ja jetzt falsch gesagt, ne? Aber das ist jetzt wertvolle Zeit, die könnte er viel besser nutzen. Er kann sich nicht so richtig entscheiden, sieht jetzt noch den Heli, schießt auf den Heli. Kann man machen, aber er zieht eigentlich nur unnötig. Habt ihr gehört, der Snipe-Shot ist an ihm vorbeigezicht. Er zieht nur unnötig Aufmerksamkeit auf sich, indem er auf den Heli geschossen hat und wäre hier fast dann dadurch noch durch einen Sniper down gegangen. Und auch hier guckt er jetzt, wo er ist, der Sniper. Selbst wenn du den Sniper jetzt siehst, du kannst nichts groß gegen ihn ausrichten mit der Waffe. Du müsstest ihn komplett lasern, das wäre sehr unwahrscheinlich. Genau, also versuch jetzt einfach da wegzukommen, wegzumoven, in Bewegung zu bleiben und vor allem dein Geld zu nutzen. Machst du hier auch noch nicht. Das zeigt halt dann, das ist völlig in Ordnung. Das haben wir alle, früher oder später oder mehr oder weniger. Die Awareness ist noch nicht so ganz da für, ich sag mal, die Instrumente. Bei Piloten nennt man das ja auch Instrumentencheck. Also immer schauen, was geht auf dem Radar ab. Jetzt zum Beispiel roter Rahmen ums Radar. Was bedeutet das? Du bist auf dem gegnerischen Radar sichtbar. Ist eine Information, die man im Hinterkopf behalten sollte, was das Spiel beeinflusst. Denn es ist jederzeit möglich, dass man jetzt gepusht wird von jemandem, weil man ja auf dessen Radar angezeigt wird. Genau, und dann Thema Awareness, Instrumentencheck, Geld.
dir ist bis jetzt noch nicht aufgefallen, dass du so viel Geld hast, sonst hättest du dir längst schon was gekauft. Und natürlich auch immer wieder taktische Ausrüstung. Wie viel taktische Ausrüstung habe ich dabei? Taktische Ausrüstung auch immer regelmäßig nutzen, immer mit in den Gunfight einbauen, nach Möglichkeit besonders Stims. Ihr seht bei jedem TikTok-Shorts von Deki oder wem auch immer, also fortgeschrittene Spieler bzw. Profis, die ziehen sich dauernd Stims und holen sich dauernd Munitionskisten, um diese wieder aufzufüllen. Also auch hier kann man merken, es ist eine gewisse Unsicherheit. Du weißt jetzt nicht genau wohin. Was soll ich machen? Ganz einfach. Und ich glaube, jetzt kommst du auch auf die Idee. Oh, ich habe ja 17.000. Kannst ja also mindestens 2 Drohnen kaufen. Du hast sogar noch die Karte dabei. Ja. Machst du das sogar? Hast jetzt sogar 2 Drohnen hintereinander gezogen. Ich weiß gar nicht. Das ist ja mal eine Frage. Hält das dann doppelt so lange? Also 3 hättest du ziehen können für ein Orbi. Hast jetzt 2 gezogen? Hält das dann länger? Boah, das weiß ich tatsächlich nicht. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Auch ich lerne ja täglich dazu. Ich bin kein Profi, niemals. Ich bin ein fortgeschrittener Spieler. Er hat jetzt ein Bounty da vorne und wirft jetzt 2 Aufschlagsgranaten. Das ist so, wo ich gesagt habe im Coaching auch, ja, sehr unwahrscheinlich, dass du den damit triffst. Ne? Also Aufschlagggranaten würde ich auch eher empfehlen, um zu finishen oder wenn einer im Gebäude ist und du bist so auf Close oder Midrange, um ihn dann da schon mal Schaden mitzusetzen und ihn dann zu pushen. Ja, bei Splittergranaten eine andere Situation. Jetzt hat er noch seinen Bunkerbuster auf ihn gesetzt. Ich empfehle grundsätzlich, egal ob Bunkerbuster oder Prezi, den immer zu nutzen, um zu finishen oder um den Gegner aus der Deckung zu locken. Kann man jetzt hier sagen, ist ja im Prinzip aus der Deckung locken, wenn er jetzt in dem Gebäude gewesen wäre, ist es eigentlich gar nicht so schlecht, das zu machen. Will ich gar nicht so groß kritisieren. Aber er hat auch noch eine Gasgranate geworfen und damit gibt er eigentlich dem Gegner noch mehr Raum, dass er nach hinten verschwinden kann. Er hat zwar selbst eine Gasmaske, kann jetzt da durchrennen, aber er sieht halt wenig und kriegt jetzt hier auch gleich noch Schaden von dieser Raketenstation. Also wenn der Gegner jetzt hier noch gecampt hätte, wäre es sogar sehr eng jetzt für ihn ausgegangen. Also meine Empfehlung wäre da gewesen, Bunkerbuster von mir aus ja, aber dann auch sofort hinterher pushen und keine Gasgranate werfen. Du versperrst dir nur die eigene Sicht jetzt endlich. Jetzt, genau. Bist du noch auf der Suche nach dem und gehst weiter Richtung Shop, gehe ich mal von aus. Du hast ja jetzt auch schon wieder Geld. Oh, siehst jetzt einen vor dir. Ja, okay. Kannst ihn einfach holen. Schöner Kill. Noch einer. Hier ist natürlich jetzt eine relativ ungünstige Situation. Ich wäre jetzt hier hingegangen und hätte mir die Drohne hier rechts genommen, die Boost-Drohne, weil das sage ich ja auch immer. Besser eine als keine taktische Ausrüstung und hätte mich dann schnellstens bewegt. Aber auch hier, du hast ihm gute Shots gesetzt, wirfst jetzt da so ein paar Nades hinterher, aber höchst unwahrscheinlich ist, dass du ihn damit irgendwie jetzt noch Schaden nimmst. Ganz im Gegenteil, du gibst ihm jetzt wieder noch mehr Raum, um das Weite zu suchen. Ja, hättest da, also wenn du dann Druck machen möchtest, mach richtig Druck. Lauf hinterher, versuch ihn im Auge zu behalten. Ja, oder spiel einfach noch defensiver und spar dir deine taktische Ausrüstung in dem Moment. Da hörst du die Steps. Genau, da hätte ich noch die Waffe gewechselt. Das ist ja schon eher Midrange. Hast aber einen schönen Dropshot gemacht, also da hast du und jetzt auch die Munitionsbox genutzt, da kommt wieder Thema Map-Kenntnisse ins Spiel, dass man weiß, wo solche Spots sind und die dann auch nutzt, das hast du auch gut gemacht. Ja, das Einzige war, man hätte etwas früher die Waffen wechseln können, weil, hast du ja auch gemerkt, mit der PPSH ist das ein bisschen zu weit weg gewesen, das war jetzt eher so diese Midrange. Und jetzt hast du schön wieder das Geld genutzt und ein Radar gezogen. Also super gemacht, wieder Information geholt. Und jetzt sehen wir hier eine Raute mit einem Pfeil nach oben. Und das ist der Moment, wo man ja nicht weiß, ist er hier irgendwie drin oder auf dem Dach. Man sieht auf dem Dach erstmal nichts, also liegt es näher, dass er hier drin ist. Absolut korrekt. Aber hier so direkt hoch zu pushen ist gefährlich. Du hörst ihn jetzt auch steppen. Und jetzt kommt das Thema Fenster. Ich mag es nicht, von außen reinzugehen durchs Fenster, wenn ich weiß, dass da einer ist, weil es ist dunkel. Gerade ich als Maus- und Keyboard-Spieler ohne Aim Assist, ich sehe ihn dann ja schlechter und habe auch keinen Aim Assist, der mir da vielleicht ein Stück weit bei helfen würde.
Deswegen ist das so ein Moment, den ich wahrscheinlich vermeiden würde. Du gehst hier rein und erwischst ihn aber komplett off guard. Also er hat gar nicht mit dir gerechnet. Hast aber da ein Stück weit nicht, ja, das kamst im Aim nicht hinterher. Das wäre jetzt der Moment, wo dann wieder diese Game Sense Kurzzeitentscheidungen ins Spiel kommen. Du müsstest eigentlich jetzt nochmal aufhören zu schießen, unterbrechen, irgendwie nach links moven oder auf ihn zu moven, um seine Kamera zu brechen und dann nochmal neu anzusetzen und zu schießen. Hast jetzt leider auch schon keine Munition mehr, weil du hast tatsächlich, das ist uns dann im Coaching auch gemeinsam aufgefallen, eine Waffe mit nur 30 Schuss, also die PPSH, hast nicht den Aufsatz mit mehr Schuss, ein höheres Magazin. Auch da kommt wieder, was ich eben gesagt habe, das Thema Meta ins Spiel. Also schaut, dass ihr Meta-Waffen spielt und 30 Schuss mit einer so schnellen Feuerrate-Waffe, also der PPSH, ist nicht empfehlenswert. Und kurz nachdem das Coaching war, hat der Karim bei uns im Discord einen Link zu seinem Gameplay geschickt, und zwar diesem hier. Er hat hier seinen Rekord gebrochen. Es lebt nur noch einer. 18 Kills hat er schon. Schauen wir mal. Droppt hier runter. Wäre fast eng geworden, aber schöner Dropshot. Kann ihn holen und den Sieg holen. Also 19 Kills. Glückwunsch von mir aus. Also Respekt. Er hat gesagt, er hat alle Tipps, so gut es geht, versucht anzuwenden. Es hat ihm sehr weitergeholfen. Ja, wenn das kein Grund ist, auch für euch jetzt in unseren Discord zu kommen, entweder um einfach mit Gleichgesinnten zu zocken oder um nach einem Coaching zu fragen, dann seid ihr dazu natürlich herzlich eingeladen. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, einen Daumen hoch gebt und einen Kommentar da lasst. Und ansonsten, wenn ihr euer Aim aufs nächste Level bringen wollt, kann ich euch jetzt unbedingt dieses Video empfehlen.